Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht's zur Darmstadt-Vorschau vor dem Spiel in Darmstadt, ja. Und mit Patrick Sander wird das Ganze nochmal interessanter. Ein anderes, beziehungsweise sehr, sehr ähnliches System. Auch ein Tilt-System eigentlich, kann man sagen. Und damit gehen wir nach Darmstadt. Zuerst blicken wir aber wie immer auf unseren Gegner, der aktuell sehr, sehr formstark ist und das auch über die ganze Saison bis jetzt ist. Das muss man auch dementsprechend sagen. Sehr, sehr starkes Team, nicht ohne Grund im Aufstiegskampf klar mit dabei und eigentlich somit die Überraschung der Saison meiner Meinung nach, das auch absolut verdient haben. Unglaubliche Spieler hinten drin mit Vukotic, Pfeiffer und auch ein Liedberg, den man definitiv da nennen muss, der wahrscheinlich aktuell der beste Stürmer der Liga ist. Auch das gehört soweit dazu. Aktuell sind sie dritter Platz mit 17 Punkten, 5 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage. Schlüsselspieler dabei sind Liedberg, Vukotic und meiner Meinung nach auch Schuhen. Spielsystem ist das 4-4-2 Doppel-6. Verletzte gesperrte Spieler sind nur Bader und Will. Damit haben sie einen fast vollen Kader, können damit aus dem Vollen schöpfen. Das ist sehr, sehr gut. Mal schauen, was da genau noch weiter passiert in der Startaufstellung und so weiter, die wird, denke ich mal, relativ ähnlich bleiben. Da habe ich dann auch kaum was geändert. Aus den bekannten Gründen, wie gesagt, haben zuletzt 1-1 gegen Kiel gespielt. Das war ein gutes Ergebnis, haben viel besser, Kiel hat besser gespielt. Aber trotzdem, Formschwäche gehört dazu. Schuhen im Tor, Lopez, Pfeiffer, Vukotic und Nürnberger in der Innenverteidigung. Dann habe ich gesetzt Korridor, Akiyama und mein einziger Wechsel ist Kleefisch wieder drin. Richter rechts außen, Liedberg und Hornby mit dem Doppelsturm. Das ist meiner Meinung nach so, wie es passieren könnte von Darmstädter Seite. Ist nicht so unwahrscheinlich, ich habe nur einen Wechsel vorgenommen. Vielleicht machen sie auch gar keinen Wechsel. Aber dafür fand ich vielleicht ein bisschen Ticken Darmstadt zu schwach beim letzten Mal. Hoffentlich treffen wir auch auf ein ähnliches Darmstadt, dass wir auch dann nochmal ein bisschen höhere Chancen haben. Aber damit blicken wir auf unseren Club. Bei uns ist einiges passiert in den letzten 2 Wochen. Unter anderem die Entlassung von Fiedler, Interimslösung mit Patrick Sander, der meiner Meinung nach ein unglaublich guter Trainer ist. Hat nicht ohne Grund schon erste Liga trainiert und das nicht unerfolgreich. Und nun ist es an der Zeit, dann auch da mal vielleicht mal 3 Punkte in der zweiten Bundesliga mitzunehmen. Das wäre äußerst schön und sehr, sehr wichtig für den Club, denn es sind sehr, sehr viele Punkte zu den Nicht-Abstiegsplätzen mittlerweile. Wenn dann da noch Dresden oder sowas gewinnt, dann wird es gefährlich. Aktuell 3 Punkte aus 8 Spielen stehen zu Buche. Ein Sieg, 7 Niederlagen, das sieht eindeutig aus. Schlüsselspieler dabei sind meistens Artig, Ulrich und Krieg gewesen. Meiner Meinung nach zuletzt Artig auch wird wieder ein wichtiger Faktor, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der Mann da wieder einiges schaffen wird. Spielsystem ist das 4-3-3 offensiv unter Sander und auch Ebold. Die lieben das System. Wie gesagt, ein sehr, sehr Tietz-ähnliches System. Wurden da auch in der Jugend sehr, sehr lange aufgebaut dementsprechend. Verletzte gesperrte Spieler sind Bokonschad und Zukowski. Da haben wir nicht so wichtige Ausfälle, muss man auch dementsprechend mal sagen. Und dann können wir eigentlich auch fast aus den Vollen schöpfen. Reimann im Tor, Sogovic sehe ich rechts, Hugonet, Mathisen in der Innenverteidigung, Neuenberger sowie immer links, Ulrich, Hyrien und Starmach im Mittelfeld und Greb, Unaiwu und Artig im Sturm. Ein paar Änderungen. Das muss auch so sein mit dem neuen Trainer eigentlich. Ich denke mal, dass man ein bisschen jüngeren Kader sehen wird. Vor allem mit Sogo, Hyrien und Stahlmach wieder. Und dann wird man sehen, was daraus folgt. Wie gesagt, ich bin positiv gestimmt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Jungs das reißen werden. Und das wird wichtig, denn wir haben nichts mehr zu verschenken. Und das für eine lange Zeit nicht. Ein Dreier in Darmstadt wäre schon mal der erste wichtige Schritt zum Rauskommen. Dann wirst du auch vielleicht nicht mehr letzter, wenn Bochum natürlich auch verliert oder unentschieden spielt. Aber ja, es wird nicht einfach und deswegen tippe ich 1-2. Ich bin jetzt nicht unbedingt komplett positiv gestimmt für einen Sieg, aber trotzdem tippe ich nicht gegen den Verein. Das ist so mein Andenken. Und ich denke mal eher, das wird ein Unentschieden oder eine Niederlage. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, man kann nicht in einer Woche 180 Grad sich drehen. Wäre natürlich schön, wenn es so geht.
Und vielleicht zeigen die Jungs das auch. Ich glaube eigentlich, dass sie auch einen guten Fußball spielen und eigentlich unverdient auf dem letzten Platz stehen, aber das interessiert im Fußball keinen. Und dementsprechend müssen wir mit der Wahrheit aktuell klarkommen und sagen, so wie es ist. Du musst Punkte holen, sonst steigst du ab. Und damit ist das ist die aktuelle Lage. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, würde mich sehr supporten. Dankeschön an jeden, der das macht. Ähm, Eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren. Auch gerne euren Tipp. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und damit ciao, Leute.